Der Microsoft Flight Simulator 2024 Release ist am 19. November 2024, lässt sich ab sofort vorbestellen. Jetzt stellt sich die Frage, welche Version nehme ich denn? Was sind die inhaltlichen Unterschiede zu welchem Preis? Und gibt es eventuell Punkte, die ich beachten muss in Bezug auf den Vorgänger und dessen Inhalte? All das klären wir hier in diesem Video und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Eine spontane Umfrage auf meinem Kanal zeigt eine Tendenz. Über die Hälfte derer, die abgestimmt haben, können sich gut vorstellen, mit der Premium Deluxe Version abzuheben. Wer an der Umfrage noch teilnehmen möchte, ich verlinke euch diese unten in der Videobeschreibung. Um die Aufregung ein wenig zu löschen, welche Version denn jetzt nun die beste für mich ist, hier eine Übersicht. Wir beginnen auf der linken Seite mit der Standard Edition. Das ist genau die Version, die auch im Game Pass enthalten ist. 70 Flugzeuge teilen sich auf in 30 neue im 2024er und 40, die wir aus dem 2020er bereits kennen. 150 von Hand gefertigte, besonders detaillierte Airports runden das Bild ab und wer die Standardversion nicht über den Game Pass nutzt, zahlt 79,89 € dafür. Wir springen weiter zur Deluxe-Version. Diese beinhaltet zusätzlich zur Standardversion von allen Punkten jeweils 5 mehr. Bedeutet 5 weitere ganz neue Flugzeuge, 5 überarbeitete aus dem 2020er und 5 weitere Airports. Kostenpunkt 109,99 €. Die Premium Deluxe-Version macht genau in diesen Schritten weiter. Hier haben wir dann insgesamt 95 Flugzeuge aufgeteilt in 45 neue und 50 überarbeitete aus dem 2020er sowie insgesamt 160 von Hand gefertigte, besonders detaillierte Airports. Der Kostenpunkt für die Premium Deluxe Version liegt bei 140,09 €. Und an dieser Stelle war im 2020er dann eigentlich Schluss. Beim 2024er gibt es eine weitere Version, die sogenannte Aviator Edition. Diese beinhaltet alle Inhalte aus der Premium Deluxe Version sowie 30 weitere Flugzeuge aus dem 2020er, die man sich dort kaufen konnte. Und das sind keine geringeren als alle Local Legends und Famous Flyers, die im Zeitraum zwischen 2021 und 2024 entwickelt wurden. Kostenpunkt 219,99 €. Und dann gibt es sogar noch mal eine weitere Version, die sogenannte Limited Collectors Edition. Exklusiv bei Aerosoft vorbestellbar, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Kostet diese 279,95 €, ist auf 5000 Stück limitiert und beinhaltet neben der Aviator-Version noch zusätzliche physische Inhalte, die gerade für Sammler von Wert sein werden. Alles, was wir bis jetzt gesehen haben, ist der Flight Simulator in seiner digitalen Version. Auf Punkte, die ihr beachten solltet, wenn ihr den Flight Simulator sowohl auf Xbox als auch PC nutzen wollt, kommen wir gleich noch. Über eine physische, also eine Disk-Version, ist bisher nichts bekannt. So, das ist ja alles schön und gut, da sind jede Menge Flugzeuge drin, das wissen wir jetzt, aber welche sind das denn im Detail? Ohne die jetzt hier alle einzeln aufzuzählen, ich packe euch eine Komplettliste mit allen Flugzeugen in den ersten Kommentar hier unter dieses Video. Werfen wir einen Blick auf die Systemanforderungen für PC, auf die schon viele gewartet haben. Hier muss sich jetzt selbstverständlich einmal jeder selbst orientieren und mit dem eigenen System abgleichen. 2 Punkte, die alle gleichermaßen betreffen, ist einmal der Speicherplatz, den man benötigt. 50 GB ist hier durch alle Versionen angegeben und soll also ausreichen. Und was auffällig ist und eben immer stärker in Zukunft zum Tragen kommen wird, ist die Bandbreite, die benötigt wird. Dadurch, dass Inhalte immer häufiger gestreamt und nicht auf eurer Hardware installiert werden, ist eine an und für sich recht flotte 50 Mbit Leitung hier zwar ausreichend, ideal wären aber 100 Mbit. Wer sich den Microsoft Flight Simulator 2024 vorbestellt, der bekommt aktuell für einen limitierten Zeitraum das Löschflugzeug, die CL415, schon jetzt und kann diese im Microsoft Flight Simulator 2020 ab sofort nutzen. Im Microsoft Store und auf Xbox kann ab sofort vorbestellt werden. Die Steam-Version ist ab dem 26. September vorbestellbar. Wenn ihr im 2020er auf Steam unterwegs wart, dann bleibt bitte auch im 2024er auf Steam, damit eure im 2020er am InSim-Marktplatz gekauften Zusatzinhalte auch im 2024er funktionieren. Umgekehrt natürlich genauso, wart ihr bisher am Microsoft-Marktplatz unterwegs, dann bleibt im Idealfall auch dort. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz dringend auf den Game Pass hinweisen. Für all diejenigen, die den Game Pass bisher nicht nutzen, bietet sich hier eine hervorragende Gelegenheit, um den Microsoft Flight Simulator 2024 einmal kostengünstig anzutesten. Und da sprechen wir ja nicht nur über den Microsoft Flight Simulator, sondern über zahlreiche weitere Inhalte. Hier befinden wir uns jetzt beispielsweise auf dem Xbox-Marktplatz. Auch hier sind inzwischen alle Informationen hinterlegt, selbst eine Uhrzeit ist angegeben. Am 19. November ab 17 Uhr soll es also losgehen und ein kleiner Preload kann angestoßen werden, der gut 330 MB umfasst. Insofern
ihr eure Konsole entsprechend einstellt, wird diese den Download dann beginnen, sobald er verfügbar ist, und zwar ganz automatisch. Wenn ihr digital auf Xbox oder am PC im Microsoft Store kauft, könnt ihr die gekaufte Version sowohl auf Xbox als auch am PC, insofern ihr euch mit dem gleichen Microsoft-Konto anmeldet, nutzen. Spielstände, Einstellungen und alles drum und dran wird entsprechend übernommen und synchronisiert. Upgrade-Optionen für die Standardversion, die im Game Pass enthalten ist, gibt es bisher nicht. Damit meine ich Möglichkeiten, wie man sie aus anderen Inhalten des Game Pass kennt. So konnte man beispielsweise ein sogenanntes Add-on-Bundle für Forza Motorsport kaufen und aus der Standardversion in der Game Pass-Variante eine Premium-Version machen. Vielleicht besteht in naher Zukunft noch die Möglichkeit, die Standard-Game Pass-Version des Microsoft Flight Simulator 2024 abzugraden. Und noch ein Hinweis zum Multiplayer. Selbstverständlich wird es wieder möglich sein, Pilotinnen und Piloten an Xbox und PC zu vereinen, sprich gemeinsam zu fliegen. Egal welche Version ihr des Microsoft Flight Simulators 2024 habt, einem gemeinsamen Flug steht nichts im Wege. Also ihr seht schon, alleine vor dem Kauf sollte man sich über das ein oder andere doch Gedanken machen. Und jetzt sprechen wir hier nur über die unterschiedlichen Versionen. Auch über den Karrieremodus, die Charaktererstellung, den verbesserten KI-Traffic, der global abgebildete Schiffsverkehr, die neue Replay-Funktion, die auch auf Xbox kommen wird, die Flugplanung, die neu sein wird, oder auch das Verlassen des Fluggerätes und das einfache Umherlaufen. All das seht ihr ebenfalls hier bei mir auf dem Kanal zu gegebener Zeit. Jetzt die Frage an euch. Welche Version des Microsoft Flight Simulators 2024 werdet ihr euch holen? Schreibt mir das und weiteres sehr gerne in die Kommentare. Däumchen und Abo bitte nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.